willkommen für eine neue Folge mit United Robotics Group auf dem Weg in die Zukunft. Heute aus China. Victor, warum sind wir überhaupt heute in China? Ja, spannend. Wir expandieren. Wir eröffnen unser neues Büro in China, in Wuxi. Fühlt sich wirklich sehr, sehr kribbelig an. Alles noch sehr, sehr, kneif mich mal, würde ich sagen. Wir expandieren weiter. Wir bauen Brücken, wir schlagen Brücken. Wir überschlagen uns gerade in der Entwicklung, würde ich sagen. Die Geschwindigkeit ist wirklich kaum zu glauben, oder? Also ich weiß auch gar nicht, wenn ich darüber nachdenke, was haben wir letzte Woche gemacht, was haben wir vor 2 Wochen gemacht. Das weiß ich kaum nicht noch. Aber vielleicht magst du mir mal erklären, wie bist du eigentlich in die Robotik gekommen, bevor wir hier starten? Was hat dich bewogen, damals als der junge Victor, vor 2 Jahren natürlich, sich für die Robotik zu entscheiden? Das ist eine sehr gute Frage. Was hat mich zur Robotik bewegt? Ich habe Elektrotechnik studiert, also das heißt, das Thema Technik hat mich schon immer begeistert. Und ich wollte eigentlich was verändern. Ich wollte einen Impact haben auf die Dinge, die ich so mache. Und ich bin nach dem Studium dann relativ schnell in den Vertrieb gekommen und habe dann angefangen, quasi Automationsprodukte mitzuvertreiben. Und dabei kam dann irgendwann die Robotik zum Tragen. Und dann habe ich mich quasi spezialisiert komplett auf die Robotik, habe dann das Unternehmen gewechselt, was nur mit Robotik zu tun hatte. Und da habe ich dich ja kennengelernt, wie du weißt. Genau, das ist mittlerweile schon jetzt 8 Jahre her, glaube ich, seitdem wir uns kennen. Ja. Genau. Seit 8 Jahren kennen wir uns. Ich weiß noch genau, wie du das erste Mal bei uns in unseren neuen Standort in Stur reingekommen bist. Moment, wir kriegen jetzt gerade auch noch Kaffee. Shishi, shishi. Also, wir haben gerade noch einen Kaffee bekommen, deswegen eben kurz unterbrochen, aber du hast gerade gesagt, 8 Jahre. 8 Jahre ist es her, als wir uns kennengelernt haben. Ich weiß, wie du mich da angerufen hast. Wir waren für den Roboterhersteller ein Integrator. Und du hattest, glaube ich, schon ein bisschen was über uns gehört, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ne? Ich fand zum Beispiel sehr sympathisch, der erste Moment, wo ich dich kennengelernt habe, hast du gleich mal so ein Stück leckeren deutschen Butterkuchen mitgebracht. Dann warst du bei mir gleich ganz oben. Genau, ich weiß ja, dass du Süßigkeiten magst, deswegen. Ja, das war wirklich so. Wir haben uns kennengelernt und das hat sofort von der Chemie gepasst eigentlich. Ihr wart ein junges, aufstrebendes Unternehmen. Wirklich, ihr habt out of the box gedacht und das hat mir sofort gefallen von dem ersten Moment an. Das war einfach dieser Visionär in dir, den hat man da schon gesehen. Und jetzt in den letzten 8 Jahren habe ich eigentlich das Wachstum von dir in der Persönlichkeit und als Firma quasi ein Stück weit mitverfolgt. Und die letzten 2 Jahre hast du ja an mir hart rumgebaggert, dass ich hier zu euch komme. Und hier bin ich. Ja, ich glaube, es waren mehr als 2 Jahre. Du hast es ganz diplomatisch ausgedrückt, aber okay, das lassen wir jetzt mal gelten. Ja, das in der Tat. Ich fand auch die Zusammenarbeit, auch damals warst du ja unser Betreuer. Super interessant. Ich hatte auch immer deinen Drive gemerkt, dein Feuer für den Vertrieb, auch für den Kunden. Du stellst dich da hin wie ein Löwe, muss man sagen, und kämpfst für jeden Kunden. Und dass der Kunde auch glücklich ist. Und du hast dich immer dafür interessiert, keine Produkte zu verkaufen, sondern Lösungen. Das war immer das, was dich getrieben hat, ne? Das ist richtig. Und das machen wir im Prinzip ja jetzt weiter. Und das Spannende ist, deswegen sind wir ja hier, wir haben erkannt, dass das Problem dieser Megatrends, die wir so haben, Fachkräftemangel, demografischer Wandel und so weiter, das ist kein lokales Problem. Das ist ein gesellschaftliches Problem global, also weltweit. Und das heißt, wir können quasi auch unseren Fokus ein bisschen aufmachen und auch die Probleme hier anpacken. Und ich glaube, wir können auch hier sehr, sehr viel erreichen. Ja, bevor wir vielleicht so den Blick, den du sehr interessant jetzt schon mal in die Zukunft und uns hier gebracht hast, magst du so ein bisschen zu teilen mit uns und mit mir und auch dem Publikum, wie waren die letzten Monate für dich? Was hat sich für dich auch, wenn man so will, seit März, April auch geändert? Willst du uns davon berichten? Ja, ihr habt ja mit Kerstin in der letzten oder vorletzten Folge ja erzählt, quasi, wo wir jetzt herkommen. Also das ganze Jahr war schon challenging für uns, die ganze Umstrukturierung, der ganze Chaos und was damit einherging. Das heißt, es war auch für mich eine, sagen wir mal, unsichere Zeit. Aber ich habe dran geglaubt und ich habe dir gesagt, Menschen folgen Menschen. Das heißt, ich habe immer dran geglaubt, dass wir auf jeden Fall was Gutes daraus machen können. Und wenn man jetzt ganz speziell die letzten Monate anschaut, also deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir überschlagen uns. Das war ja einfach Wahnsinn, wenn du das einfach die Länder aufzählst, die Partner, die wir überall aufgerissen haben, wie wir expandiert sind, wie wir gewachsen sind. Und wir haben diesen Hunger, wir sind wirklich jetzt frei, wir sind losgelöst.
Und wir glauben, dass wir diesen Spirit, diesen Team-Spirit übertragen können auf andere Länder, auf andere Märkte, auf andere Partner. Ja, also du hast die Partner angesprochen. Ich hatte das Vergnügen, neben dir als Beobachter irgendwann mich hinzustellen und zu gucken, wie du das machst. Und wirklich vielen Dank von uns allen. Auch, ich glaube, die Partner schätzen dich auch sehr und lieben, dass du da immer da bist. Ich habe zum Beispiel den Überblick verloren, wo wir jetzt alles schon Partner haben und wo alles mittlerweile ULab Mobile und ULog und UClean verkauft worden. Und wir haben super viele Anfragen schon für den Yumi bekommen. In welchen Ländern sind wir jetzt vertreten? Ja, und das Spannende ist, wir sind erst am Anfang. Also in den letzten 6 Wochen waren wir jetzt in Polen, wir waren in Rumänien, wir waren in Slowenien, wir waren in Norwegen, wir waren in Saudi-Arabien, oder da fliegt die jetzt bald hin. Das heißt, die Roboter sind Spanien, Frankreich, ne? Fällt mir ein, USA. Das heißt, es wächst, Ja. das ist ein globales Thema. Und jetzt mit dem Büro, ganz speziell hier in Wuxi, in China, Ja. haben wir quasi auch einen Riesenmarkt, quasi auch, den wir mit bearbeiten können, mit dem gleichen Spirit, den wir quasi in Deutschland und in Europa angefangen haben. Ja, das sagst du wirklich was Wichtiges, Spirit. Für mich, ich habe jetzt, ich darf sagen, auch Erfahrung gesammelt. Und nichts funktioniert aus einem luftleeren Raum, wenn du so willst. Was der Kern oder der Schlüssel zum Erfolg oder der Herz des Erfolges ist tatsächlich das Team. Ich habe den Eindruck, wir sind noch enger zusammengewachsen. Wir haben schon ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und mein Wunsch ist es jetzt, wir stellen jetzt, ich glaube, knapp 10 Leute weiter ein, aber wir stellen sie ein auf ein bestehendes, starkes Fundament. Und wenn wir jetzt nach Wuxi kommen, nach China kommen, dann ist das natürlich eine weitere Achterbahnfahrt, die wir gemeinsam erleben. Das Schöne ist aber, dass für mich, und für uns alle wichtig ist, dass wir nicht Storytelling machen, sondern dass wir echte Produkte liefern, dass wir wirklich einen Mehrwert reinbringen, dass wir Sachen in der Routine haben, dass wir ein Produkt haben, was du bestellen kannst und dann ausliefern kannst. Das ist natürlich super für den Vertrieb. Für mich, wenn ich mich so als Teammanager betrachten darf, um die ganzen Stars in der Mannschaft aufleben zu lassen, ist das Wichtige, dass wir eine sehr enge Verbindung und Brücke schlagen. Sowohl zu dem Team, was hier in China, in Wuxi ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig besuchen, dass wir gemeinsame Veranstaltungen machen, als auch das Team in den USA, als auch das Team im Middle East. Nur dann schaffen wir diese Achterbahnfahrt oder diese Geschwindigkeit, die wir hier haben. Du hast gesagt, du kneifst. Ich schreibe mir mittlerweile, und das mache ich ja nicht nur seit 2 Monaten, ich habe mir jeden Termin im Kalender eingetragen, weil ich selber nicht mehr weiß, wo ich letzte Woche war. Manchmal weiß man den Wochentag noch nicht. Also manchmal bin ich in einem Tag an 2 Ländern und das kriegt man gar nicht mit. Aber du beschreibst gerade einen sehr positiven, schönen Effekt. Ich vergleiche das immer wie so ein Streichholz. Wenn du selber brennst, dann kannst du ein anderes Streichholz daneben packen, dann entfachst du das Feuer in dem anderen. Und ich glaube, in der Phase sind wir gerade, weil wir selber, und wir dürfen die Kerstin nicht außer Acht lassen, auch den Jürgen nicht, also das ganze Management-Team, das brennt, wir gehen voran in der im Führungskreis, und ich glaube, wir entfachen das Feuer gerade im Team, und das merkst du auch, wie die Leute plötzlich gewohnt sind, einfach die Extrameile zu gehen, und wenn du das selber vorlebst, glaube ich, dann entsteht da etwas, an das ganz Große, woran die Leute einfach glauben. Es gibt ihnen einen besseren Sinn, als einfach 9 to 5 irgendeinen Job zu machen, nach Hause zu gehen und sich dann zu langweilen. Wir kreieren gerade was ganz, ganz Großes, und ich glaube, das Team spürt das jetzt auch. Ja, das stimmt. Das kann ich nur so unterschreiben. Wenn du jetzt schauen könntest, und du hast ja, anders als unser Publikum, ja auch Insiderwissen, wo würdest du uns in einem halben Jahr oder in einem Jahr sehen? Und wo würdest du uns in 3, 5 Jahren sehen? Das ist eine sehr gute Frage. Träume und Visionen sollte man immer haben. Also deswegen habe ich gesagt, das ist nur der Anfang jetzt. Da glaube ich ganz persönlich dran. Wir werden auf jeden Fall genau dieses Tempo jetzt noch eine Weile beibehalten müssen, einfach, weil wir uns diese Ziele selber gesetzt haben. Wir wollen einfach wachsen, wir wollen die Märkte erobern, wir wollen diese Produkte in die Routine bringen. Nicht nur europaweit, wo wir mittlerweile über 35 Installationen haben, sondern auch in die anderen Märkte. USA haben wir ja schon Installationen angefangen, Middle East haben wir. Jetzt wollen wir das Ganze auch in dem bevölkerungsreichsten Kontinent Asien, der für uns jetzt einfach mal noch kein Thema war,
genau das Gleiche umsetzen. Und wenn du das Potenzial siehst, wenn du hier mit den Leuten sprichst, das ist einfach unglaublich. Die Leute sind es gewohnt, mit Technologie zu arbeiten. Für die ist das ganz normal. Und mit unseren europäischen Werten und unseren europäischen Produkten, die wir dann reinbringen, glaube ich, können wir noch ganz, ganz viel erreichen, was die Skalierung angeht. Wo wir in 5 Jahren sind, weiß ich nicht, aber ich glaube Richtung Mond. Aber du hast einen Punkt genannt, ne? Unseren Werten. Ich spreche immer über das Thema Robotik, KI und Menschlichkeit. Weil ich glaube, dass man diesen Balance auch technologisch schaffen muss, weil man die Verantwortung übernehmen muss. Sonst funktioniert das nicht. Die Verantwortung übernimmt nicht der einzelne Programmierer, der unten das Modell trainiert bei uns in den Räumlichkeiten oder aus dem Server, sondern eigentlich fängt Verantwortung ganz, ganz oben an. Und wir leben das alle. Und ich sehe auch, dass ihr das auch alle übernommen habt, ne? Und auch für euch weiterentwickelt habt. Wie stellst du fest? Ist das ein Ding, ist das eine Sache, ist das eine Idee, die wir in Deutschland, in Europa haben wollen? Wie kommen die anderen? Oder was ist jetzt zum Beispiel, du hast jetzt auch verschiedene Kunden in China besucht. Was war deren Feedback? Wie ist das Feedback aus den USA? Ich glaube, die Leute schätzen ganz extrem unser Verständnis von Technologie im Zusammenhang mit unseren ganzen Normen, die uns teilweise manchmal im Alltag etwas hindern oder bremsen. Aber durch diese Normen entstehen Regeln, an die wir uns halten, auch in der Technologie. Wie setzen wir Technik ein im Zusammenhang mit Menschen? Das muss sicher sein, das muss akzeptiert werden. Das Qt-Design, was wir übernommen haben in unseren Produkten, das heißt, das schafft Akzeptanz. Und diese Akzeptanz übertragen wir auf die Endkunden. Und ich glaube, durch diese Features, die wir jetzt noch rausbringen, wie KI, Voice Command, ChatGPT-Funktionen, wird es einfach noch intuitiver. Das heißt, diese Robotik, die wir jetzt haben, die wir schon versuchen, so einfach wie möglich zu machen, ich glaube, das wird in Zukunft noch einfacher und intuitiver. Ja, das ist wirklich interessant. Und das Interessante ist, dass wir Use Cases identifiziert haben, die einen globalen Footprint haben. Also weil der Use Case, also dann, wenn ein Produkt oder eine Lösung Sinn macht, ist insbesondere im Gesundheitswesen keine Stand-alone-Lösung nur für ein Krankenhaus, sondern das sind ja gelebte Routinen, die werden global genutzt, das sind ja Therapien, die sie dann brauchen und mit Wege, die sie einhalten müssen. Und ich habe festgestellt, eigentlich machen wir nicht nur Robotik, eigentlich nehmen wir die Technologie, um global das gemeinsame Verständnis von Ethik, Robotik, KI, aber auch den Zugang zum Gesundheitswesenablauf, zum Workflow des Gesundheitswesens, den man in Deutschland gelernt hat, zur Verfügung zu stellen. Und das ist das, was ich auch feststelle, dass das sehr, sehr gerne angenommen wird. Zu den anderen Themen, wir merken ja auch, wenn du uns gerne berichten möchtest, dass die Erfolge, die wir im Gesundheitswesen haben, immer mehr auch andere Industrien dazu bringen, mit uns zu reden. Wir haben den Bereich Inspection Maintenance, wir haben den Bereich Intralogistik, wir haben Education als Bereich. Ne? Wie ist da momentan dein Gespür oder dein Eindruck an der Stelle? Das ist richtig. Die Bereiche, die du soeben genannt hast, diese Verticals, wie wir sie nennen, auch die haben ganz großes Potenzial. Was wir natürlich vermeiden müssen, ist einfach den Fokus nicht zu verlieren. Das heißt, wir bleiben fokussiert in der Gesundheitsbranche. Wir werden aber, wie du richtig sagst, das, was wir dort lernen, auf die anderen Branchen und Industrien übertragen. Wir haben Anfragen von Bahnhöfen, von Flughäfen. Und da geht es darum, im Prinzip das, was wir an dem Verständnis, wie Mensch und Technik zusammenarbeiten, auch in diesen Bereichen übertragen. Auch da sind viele Leute unterwegs, viele Menschen unterwegs. Und wenn wir unsere Robotik da einsetzen, unsere Lösungen dort zum Tragen bringen, dann dürfen die auch natürlich den Menschen da nicht gefährden. Und auch da wird die Interaktion immer mehr eine Rolle spielen. Und ich glaube, die Ideen, die wir noch diskutieren und die wir in den nächsten Folgen mehr und mehr präsentieren werden, ich glaube, das wird den einen oder anderen die Augen öffnen, weil auch in dem Bereich HUMI, humanoide Technologie, ist die große Frage, die Menschen sich stellen, ist, was ist eigentlich der Use Case? Und allein, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, diskutiert haben, was für Ideen da noch kommen, ich glaube, das wird noch ganz, ganz viel revolutionieren in den Köpfen der Menschen. Ja. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich fand es viel spannend. Danke, dass du uns deinen Eindruck mit uns geteilt hast, Sehr, auch gerne. was gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Bleibt am Kanal und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge mit United Robotics Group auf dem Weg in die Zukunft.